Heute backen wir klassische Vanille-Eclairs. Jetzt nehmen wir das Mehl. Es ist wichtig, bei dem Rezept auf die richtigen Mengenangaben zu achten. Meine Empfehlung: Schauen Sie dieses Video bis zum Ende an, bevor Sie mit dem Kochen beginnen. Sie müssen die Butter in Stücke schneiden, damit sie später gleichmäßig geschmolzen werden kann. Wir füllen Wasser in einen Kochtopf und fügen die Butter hinzu. Wir fügen ein bisschen Salz hinzu. Als Zuckerersatzstoff benutze ich Xylit. Wir erhitzen das Wasser-Butter-Gemisch und wenn es kocht, geben wir das gesamte Mehl auf einmal hinzu. Wir reduzieren die Hitze und rühren den Teig um. Wir rühren für etwa 2 Minuten um, bis der Teig anfängt leicht zu glänzen. Wir füllen den Teig um und lassen ihn dort auskühlen, bevor wir im nächsten Schritt die Eier hinzugeben. Die Eier fügen wir dabei eins nach dem anderen hinzu, wobei wir nach jedem Ei den Teig mixen. Die ersten 4 Eier fügen wir dabei eins nach dem anderen hinzu, wobei wir nach Zugabe von jedem Ei mixen. Das letzte Ei oder das 5. Ei rühren wir in einer separaten Schüssel auf, bevor wir es hinzufügen. Wenn man den Teig mit einem Löffel aus der Schüssel herausnimmt, sollte er eine V-förmige Form bilden. Wir füllen unseren Teig in den Spritzbeutel. Und wir entfernen alle übrige Luft aus dem Spritzbeutel. In die Ecken und in die Mitte des Backblechs machen wir ein bisschen Teig. Dadurch verrückt das Backpapier nicht und außerdem können wir sie später als Kekse essen. Wir sind keine professionellen Konditoren, deshalb benutzen wir, um die richtige Größe der Eclairs zu machen, eine Vorlage.
Der Spritzbeutel muss in einem 45 Grad Winkel gehalten werden. Wir stellen die Eclairs in den vorgeheizten Backofen. Jetzt nehmen wir sie vorsichtig aus dem Backofen, um sie abkühlen zu lassen. Jetzt machen wir die Creme für die Eclairs. Auch hier ist es wieder sehr wichtig, auf die richtigen Mengenangaben zu achten. Als Ersatzstoff für Zucker benutze ich wieder Xylit. Wir geben einen halben Liter Milch in den Kochtopf und geben Vanille hinzu. Wir stellen den Kochtopf auf die Herdplatte und erhitzen die Milch. Jetzt nehmen wir ein ganzes Ei und ein Eigelb. Am besten lässt es sich mixen, wenn man die Schüssel mit der Hand, in der man sie hält, vor und zurück bewegt, während man mit der anderen Hand mixt. Wir fügen die Speisestärke hinzu. Und fügen die zuvor erhitzte Milch langsam hinzu. Wir füllen das Gemisch zurück in den Kochtopf und erhitzen es auf kleiner Flamme, wobei wir es durchgehend rühren. Wir kochen es für etwa 2 Minuten. Ich füge etwa 10 ml Rum hinzu. Das ist aber nur für den Geschmack und kann auch weggelassen werden. Wir gießen die Creme auf einen Teller und bedecken sie mit Frischhaltefolie. Dabei ist es wichtig, dass die Frischhaltefolie die Creme bedeckt und berührt. Für etwa 1 Stunde lassen wir die Creme bei Raumtemperatur abkühlen und stellen sie anschließend in den Kühlschrank. Jetzt machen wir die Schokoglasur. Jetzt machen wir ein Wasserbad. Wir nehmen die Creme aus dem Kühlschrank und rühren sie noch einmal um. Ich zeige euch in diesem Video Rezepte für 2 verschiedene Cremes.
eine Vanillecreme, die wir hier schon haben, und eine Schokocreme, die wir jetzt noch anfertigen. Von der vorher gemachten Vanillecreme nehmen wir deshalb die Hälfte ab und fügen Schokolade hinzu. Ich benutze ein Messer, um Löcher in die Eclairs zu machen und diese anschließend mit den Cremes zu befüllen. Zuletzt gebe ich Schokoglasur auf die Eclairs. Außerdem gebe ich Haselnussstücke obendrauf. Dabei ist es wichtig, die Haselnüsse sofort drauf zu geben, bevor die Schokoglasur aushärtet. Oh my god, this looks so nice. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Vergiss nicht, das Video zu liken und abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächstes Video. Tschüss!